Ciao. 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 Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich hier einen Touran 1T vor Facelift, also das ist quasi Touran erste Baureihe und eben das Vor-Facelift-Modell. Also so war er ursprünglich geplant, so sahen auch die ersten Caddy 2K aus von der Front her. Und der ist jetzt hier zur Verwertung. Hier handelt es sich um einen Baujahr 2006. Wir haben drin den 1.6er FSI, also den Direkteinspritzer mit 110 PS und Schaltgetriebe. Das kann ich ja schon 6-Gang, das sehe ich jetzt gar nicht. Ja, 6-Gang-Schalter. Es ist also ein ziemlich unaufgeregtes Fahrzeug. Ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre alt. Ja, sieht ziemlich unscheinbar aus. Aber der Touran, der versteckt ja doch seine Stärken meist im Inneren als im Äußeren. Dementsprechend, ja, wenn es nicht gerade ein Cross-Touran ist oder das Facelift-Modell mit ein bisschen Ausstattung, dann sehen die Autos relativ langweilig und unscheinbar aus. Und wir gehen jetzt einfach mal drum rum und gucken uns das Auto im Detail an. Die Front ist ziemlich gefällig, wirkt auf den ersten Blick immer ein bisschen wie ein Polo, so ein bisschen angelehnt. Woran es genau liegt, weiß ich nicht, vielleicht am Kühlergrill oder so, aber für mich sieht es meistens immer auf den ersten Blick ein bisschen aus wie ein Polo. Genau. Hier an der Seite ist eigentlich alles da, wo es sein soll. Es ist jetzt nicht das längste Auto, ich glaube, der ist 4,40 Meter oder so, aber innen bietet er ziemlich viel Platz durch die ausgeklügelte oder durch das ausgeklügelte Innenraumkonzept, das ich euch auch schon mal gezeigt habe. Hier unten typisch Rost am Schweller, Schwellerspitze, Kotflügel und hier natürlich auch Kotflügel. Die Bremsen wurden irgendwann mal komplett runtergefahren und die Felgen nicht gewaschen. Naja, was soll's. Hinten ist schon ein deutliches Loch im Schweller. Das ja, ist jetzt hier nicht mehr nur gute Hoffnung, sondern das ist einfach nur noch der Unterbodenschutz. Aber gut, das kennen wir ja mittlerweile. Das ist ja nichts Neues. Genau, von hinten auch komplett, aber eben nichts Besonderes. Er hat eine abnehmbare Anhängerkupplung. Das ist aber ein Zubehörteil, nichts Originales. Und auch die Beifahrerseite ist eigentlich bis auf den Rost an den notorischen Stellen unbeschädigt. Schauen wir mal hinten rein. So. Das ist also der Kofferraum. Ja, habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist nichts Wildes. Jetzt hier unten drunter ist die Klappe für das Bordwerkzeug. Das ist diese mit der Verriegelung. Genau. Da ist hier alles drin, was drin sein sollte. Und ansonsten gibt es hier hinten nicht viel zu entdecken. Ja, Warndreieck hat er hier oben drin. Das ist hier die Klappe. Und ansonsten können wir hier hinten auch Schilder zumachen. Hier haben wir jetzt die zweite Sitzreihe. Eigentlich auch alles aufgeräumt und da, wo es hingehört. Den Tisch hier, den habe ich schon abgebaut. Getränkehalter in der Mitte. Auch nur einer für drei Mitfahrer. Ein bisschen wenig, aber gut, besser wie gar keiner. Hier ist der Tisch noch dran. Man kann es hier auch noch mal sehen. Also das mit dem Tisch, das feiere ich ja komplett. Aber ja, genau. Wir haben hier auch schon, typisch wie in den anderen Tourans, die längs verschiebbaren Sitze in der zweiten Sitzreihe. Die kann man also in der Länge verschieben.
dass man noch ein bisschen mehr Stauraum im Kofferraum hat, wenn man es denn braucht. Ansonsten gibt es hier hinten elektrische Fensterheber. So, mehr nicht. Dann ist das hier das Cockpit und der Platz des Fahrers. So. 192 gelaufen. Ja, es ist alles da, wo es sein soll. Wir haben ein Doppel-DIN-Radio mit CD, aber ohne Wechsler und ohne Navi. Wir haben die 2 Zonen Klima. Ja, einen Aschenbecher. Ein nicht allzu großes Handschuhfach. Wenn ich mir die Größe vom Auto angucke, gucke mir dann mal das Handschuhfach an. Da gibt es Modelle, Fabia zum Beispiel, Polo 9N. Die sind deutlich größer. Dafür haben wir aber hier noch so eine riesengroße Dachkonsole. Genau, man sieht mit 3 Fächern. Nicht nur für Sonnenbrillen, da passt auch jede Menge andere Krempel rein. Schon nicht schlecht. Genau, so sieht es also aus. Meckern tut er. Radio machen wir aus. Also das ist also das Radio. Das ist ein ganz normales, ohne viel Schnickschnack und Kladderadatsch. Kann auch sonst weiter eigentlich nichts. Genau. Hier oben in der Mitte haben wir auch ein Ablagefach. Das hier, muss ich sagen, haben sie besser gelöst im Vor-Facelift wie im Facelift-Modell. Bei dem Facelift-Modell hat man hier so einen kleinen Knopf und hier vorne, das bricht häufig aus. Wenn man hier ein bisschen fest drauf drückt, dann bricht das vorne aus und sieht doof aus. Und bei dem hat man das quasi noch gar nicht so gehabt. Man hat einfach nur ein Dings, wo man drauf drückt und macht das Ganze auf. Ja, gefällt mir besser, wenn es so ist, aber die Herren werden sich schon was dabei gedacht haben, warum das damals so gemacht wurde. Hier also der Schalthebel. Ja, und sonst gibt es hier auch nicht so viel mehr zu sehen. Schauen wir mal vorne rein. So viel gibt es jetzt hier vorne auch nicht zu sehen, außer eine riesengroße Motorabdeckung. Hier die üblichen Verdächtigen. Einmal Spritzwasser, einmal Kühlwasserbehälter. Der Dieselfilter entfällt natürlich beim Benziner, der wäre hier, ist klar. Ist ja ein Benziner, deswegen hat er keinen Filter. Und was wir auch hier nicht haben, ist den Zuheizer. Der wurde bei dem Fahrzeug entweder noch nicht verbaut oder war in der ersten Variante nur aufpreispflichtig zu haben. Das weiß ich jetzt so nicht. Hier drüben Batterie und Sicherungskasten. Batterie ist drin, ziemlich groß, ziemlich schön. Aber gut, ist ja auch immer gut geschützt in dem Plastikkasten. Ansonsten gibt es hier auch nicht mehr viel zu sehen. Wie ihr seht, ja gut, was will man da auch großartig sehen? Ich meine, ein 4-Zylinder Benziner, das ist jetzt nicht das Schönste. Genau, jetzt können wir von hier nochmal auf die Seite gucken. Da ist also auch alles drin. Was noch anders gemacht wurde, siehst du, das kann ich nochmal zeigen. Und zwar wurde im Facelift-Modell das Radio bzw. das Soundsystem geupdatet. Das hat hier oben noch einen Mitteltöner drin. Das hat es bei dem noch nicht gegeben. Der hat zwar eine große Aufnahme, aber keinen Mitteltöner. Also entweder gab es das nur bei dem Radio nicht und bei den Navigationssystemen dann schon. Auf jeden Fall hat der das auch nicht. Ansonsten auch vorne elektrische Fensterheber. Die Ablagen unterm Sitz, einmal hier und einmal hier das Staufach. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist da unten, genau, ihr könnt sehen, da unten die Rolle. Die hat sich verabschiedet und deswegen wurde das Fahrzeug auch stillgelegt, zum Verkauf angeboten, was auch immer. Jedenfalls kam da wohl viel aufeinander, wie mir der letzte Besitzer gesagt hat. Und das war dann das letzte Tröpfchen.
dass eben die Spannrolle gebrochen ist und dementsprechend natürlich kein Riementrieb mehr vorhanden. Genau, grundsätzlich ist es ja ein Steuerkettenmotor, aber die Zusatzaggregate wie Lichtmaschine, Klimakompressor und ich glaube auch Wasserpumpe da hinten werden eben über den Riemen angetrieben. Dementsprechend war an dem Punkt dann Feierabend für das Auto. Ja, so viel zur kleinen Exkursion am Touran Vor-Facelift. Das war also ein kleiner Walkaround zum Auto. Wie gesagt, der geht jetzt in die Verwertung bei mir. Und alles, was noch gute, brauchbare Teile sind, werden dann eben dementsprechend auf meinen Online-Präsenzen gelistet und zum Verkauf angeboten. Und der Rest geht wie üblich in die Presse. Sollte einen auch nicht weiter verwundern, weil die Karosse, damit kann man sowieso nichts anfangen. Ja, dafür ist der Rost schon zu weit drin, dass man sagen könnte, man bringt das nochmal auf die Straße. Oder das kann man schon, aber das wäre unwirtschaftlich. Wenn man sich überlegt, was die Autos kosten im kompletten Zustand, fahrbar, wie jetzt meiner zum Beispiel, für unter 2000 Euro, da braucht man hier nicht anfangen und großartig Bleche reinbraten und das noch reparieren und jenes noch reparieren. Das macht keinen Sinn. Dementsprechend war es an der Stelle zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, einen Daumen nach oben, würde mich megamäßig freuen. Fürs nächste Video habe ich schon was richtig Cooles in der Pipeline. Steht auch schon da hinten um die Ecke. Da könnt ihr gespannt sein. Das gab es so noch nie bei mir auf dem Kanal. Das ist ein absolutes Novum. Aber gut, dazu im nächsten Video mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!